So, wir sind hier immer noch in der Artedent bei Paul Schuh in München-Schwabing. Sind jetzt im Laborbereich, der auch ein bisschen anders ist als das, was man normalerweise so im Labor kennt. Ja. Ich spreche hier mit dem Fatih und er leitet das Labor, ist aber deutlich mehr als ein normaler Zahntechnikermeister, der ein Labor leitet, sondern da sind Visionen hinter, die genau in die richtige Richtung gehen. Genau. Wie kommst du auch erstmal mit der Dentalart-Geschichte zurecht, mit der Philosophie von Dentalart? Wie passt das bei euch rein, in eure Philosophie? Genau, also primär ging es jetzt uns darum, mal ein Labor zu gründen, das gar nicht den Namen Labor hat und auch nicht den Anschein eines Labors. Weil als Zahntechniker tut man ja doch schon viel Zeit verbringen an einem Arbeitsplatz. Und unter Labor versteht man immer etwas sehr Steriles, sehr Kühles. Und für uns war einfach wichtig, dass der Arbeitsplatz oder das Labor, was wir halt wollen, dass es im Stil oder dem Flair ist von einem Wohnzimmer oder von einer schönen offenen Küche. Wieso Wohnzimmer oder Küche? Also in einem Wohnzimmer hockt man... Genau. Also wieso in einem Wohnzimmer? In einem Wohnzimmer hockt man gerne drinnen, man hat einen Unterhaltungsfaktor. Das ist auch im zahntechnischen Labor mit den Kollegen so. Du unterhältst dich mit einem Kollegen, tauschst dich aus, hockst bequem und das hast du in einem Wohnzimmer. In der Küche ist es aber so, in der Küche wird gekocht, gegessen und du produzierst etwas und tust auch deinen Fantasien freien Lauf. Und für mich war das immer ganz wichtig, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, muss ich mich wirklich wohlfühlen wie daheim, weil die meisten Menschen, also so geht es mir, wenn ich abends daheim bin, habe ich super Ideen im Wohnzimmer oder wenn ich in der Küche irgendetwas mache, fällt mir auch gerade spontan etwas ein, Geistesblitze. Und das war so die Philosophie und da war halt die Suche nach passenden Möbel dazu. Muss ja auch dazu, also die Idee, die du im Kopf hast, musst du auch irgendwie in die praktische Tat umsetzen. Und der Paul ist dann damals, ja Gott sei Dank, auf Dental Art gekommen. Wir waren hier oft in den Räumen, haben ausgemessen mit Kartons, welche Maße hin und her, hatten auch schon eine Vorstellung, welche Farbe es sein soll. Aber vom Design waren wir uns noch nicht ganz klar, was für ein Design es sein sollte. Es sollte auf jeden Fall ein Design sein, was hochmodern, aber sehr einladend wirkt. Aber nicht zu sehr zahntechnisch. Genau, und dann sind wir, ja, Gott sei Dank, auf Dental Art gestoßen. Und das war dann schon bei der ersten Zeichnung, was sie uns gezeigt haben, haben wir gesagt, okay, das sind die Möbel, die wir uns vorstellen. Interessant finde ich auch, dass in eurem Konzept auch der Patient letztendlich hier in diesen Bereich reinkommt, diesen Bereich auch sieht und somit auch wahrnimmt, auch bewusst wahrnehmen soll, weil das ist ja Zahntechnik an sich. Drücken wir es mal jetzt anders aus, es ist mittlerweile eine Kunst. Genau. Also, und ihr seid Künstler. Genau, wir sind Künstler, das stimmt. Also wir sind individuelle Künstler. Also es ist ja auch so, jeder Patient hat ja ein individuelles Lächeln und ein individuelles Bedürfnis. Und also ich sehe mich als innovativen Künstler, der auch immer mal wieder seine Handschrift ändert, dass man sagt, bei vielen Künstlern ist es so, dass man sofort erkennt, okay, das ist von dem das Gemälde, das ist die Technik, die er angewendet hat. Und das kann man halt für mich heutzutage in der Zahntechnik nicht mehr machen, dass man halt 30 Jahre immer die gleiche Technik verwendet. Du musst halt innovativ immer fortschreiten und dich weiterentwickeln. Sehr gut. Das Konzept gefällt mir sehr gut. Ihr seid auch sehr weit vorne, was die Digitalisierung der Zahnmedizin, Zahntechnik anbetrifft. Ich habe selten Dental Offices gesehen, die so weit gedanklich und auch in der Ausführung waren wie ihr. Kannst du uns darüber auch ein bisschen, das ist ja nicht zu viel, weil... Ja, also es ist so, digital ist für uns jetzt nicht seit 4, 5 Jahren das Thema, sondern wir beschäftigen uns ja schon seit mehreren Jahren, seit 10 Jahren, 15 Jahren mit digitalen Sachen. Es ist so, alles was neu auf den Markt kommt, ist immer eine Herausforderung und gehört eine Portion Mut auch dazu, das auszuprobieren. Manches ist nicht ausgereift, viele schrecken davor ab, weil es was Neues ist und sagen, ja gut, wenn ich das in meinen Alltag implementiere, dann wird es ein bisschen schwierig, weil es ist auch so, im Digitalen kann auch viele scheitern, aber vor neuen Sachen und Innovationen darf man nie Angst haben. Und wir haben, also für uns ist der Leitfaden immer die Visionen und die
sage ich mal, die Zukunftspläne oder auch das Träumen zu verwirklichen. Und in der Regel ist es auch tatsächlich so, wenn man davon überzeugt ist und motiviert ist, dass man das auch tatsächlich schafft. Und wir haben also vieles so digital vorangetrieben, dass wir heute sagen können, eigentlich für uns jetzt, also für uns, wir tun uns auch jetzt nicht mit irgendwie außen irgendwie messen. Für uns ist auch draußen niemand ein Maßstab, sondern das Maßstab sind wir selber für uns. Und für uns sind wir eigentlich sehr zufrieden mit den digitalen Leistungen, die wir mehr oder weniger bis dato erreicht haben. Klar, es ist alles ausbaufähig. Visionen sind so. Man kann nie sagen, man hat ausgelernt, und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir noch viele, viele spannende Jahre vor uns haben im Bereich der Digitalisierung. Super, danke für diesen kleinen, interessanten Einblick. Wir sind uns einig, anderer Wege gehen als die bereits ausgetretenen. Genau. Es ist immer eine Lösung, und danke für diese interessante Geschichte und dieses Interview. Danke euch auch. Vielen Dank.